Die Life Sciences-Industrie hat für die Region Basel eine kaum zu überschätzende wirtschaftliche Bedeutung. Mit rund 25.000 Arbeitsplätzen und knapp 40% der Bruttowertschöpfung im Kanton Basel-Stadt ist sie das wichtigste Standbein der regionalen Wirtschaft. Am Anfang dieser Wertschöpfungskette steht die Grundlagenforschung, die an verschiedenen Einrichtungen der Universität Basel betrieben wird. Hier im Life Science Cluster Basel besitzen wir starke Forschungsinstitutionen, die den gesamten Lebenszyklus der Innovationskette von der Grundlagenforschung über die translationale Forschung bis hin zur industriellen Umsetzung abdecken können. In der Grundlagenforschung, wie zum Beispiel hier bei uns am Biozentrum, erforschen wir die molekularen Grundlagen des Lebens, deren Anwendung sich heute noch überhaupt gar nicht abschätzen lässt. Professor Alex Schier hat sein Leben der Grundlagenforschung gewidmet. Als Zellbiologe und Leiter des Biozentrums Basel steht er für ihre Bedeutung ein. Mein Lieblingsbeispiel, wie wichtig Grundlagenforschung ist, sind die Studien von Werner Aber. Er war schon am Biozentrum, hat den Nobelpreis bekommen. Und er hat auf relativ obskure Sachen geschafft, Viren, die Bakterien infizieren. Und dort hat er dann herausgefunden, dass sich die Bakterien gegen die Viren verteidigen mit sogenannten Genscheren. Und die Genscheren, das ist die Grundlage der ganzen Biotechnologie geworden. Ein Zufallsfund hat also eine Technologie ermöglicht, ohne die der Life Sciences Cluster Basel in der heutigen Form nicht denkbar wäre. Die Grundlagenforschung folgt aber auch konkreten Bedürfnissen der Medizin und arbeitet eng mit ihr zusammen. Professorin Nina Kanner, leitende Ärztin auf der Infektiologie des Unispitals, leitet eine solche Forschungsgruppe im Departement Biomedizin. Ich habe jetzt seit 4 Jahren die Möglichkeit, in so einem Konsortium zusammenzuarbeiten mit dem Biozentrum. Das ist der nationale Forschungsschwerpunkt Antiresist. Und dort geht es eben darum, dass eigentlich im Grundlagenlabor neue Methoden entwickelt werden, von wir eigentlich als Klinik ihnen Patientenmaterialien schicken, die sie dann genau studieren können. Wir dann auch gemeinsam, weil ich ja auch wissenschaftlich arbeite, dann wieder interpretieren und anschauen und danach eigentlich Möglichkeiten suchen, wie wir die Patienten besser behandeln können. Das ist natürlich etwas, das dann vielleicht nicht mehr in der Hand des Wissenschaftlers liegt, sondern eher dann in der Kommerzialisierung. Und dort sind wir dann in Zusammenarbeit mit der Roche zum Beispiel. Von der Grundlagenforschung über angewandte oder auch translationale Forschung bis hin zur kommerziellen Anwendung. Die Wertschöpfungskette des Life Sciences Clusters Basel. Ein wichtiges Bindeglied zwischen Grundlagenforschung und kommerzieller Anwendung ist auch das Department of Biomedical Engineering auf dem Baselink-Areal in Allschwil. Professor Philippe Gattin, Leiter des Instituts, beschreibt seine Rolle so. Die Forschungsprojekte, die wir hier ausführen, die sind eigentlich immer in Zusammenarbeit mit einem Kliniker von unseren Universitätsspitälern, also Unispital Basel oder das UKBB. Und dort kommen die Kliniker mit konkreten Problemstellungen zu uns, wo sie mit ihrem medizinischen Wissen nicht weiterkommen und wir dann für sie Methoden aus Naturwissenschaften verwenden und dann neue Tools entwickeln. Aber wenn wir das entwickelt haben, dann haben wir vielleicht 3 Publikationen gemacht, ein Doktorand hat abgeschlossen, dann kann er das noch nicht brauchen in seinem täglichen Leben. Und darum sind wir eigentlich gezwungen, die letzte Meile noch zu machen und auch Spin-off-Firmen kreieren, damit aus unseren Ideen Entwicklungen dann auch wirklich Medizinprodukte werden, die der Arzt kann im täglichen Leben dann brauchen. Ein Beispiel für ein erfolgreiches Spin-off ist die T3 Pharma, die ihren Ursprung an der Universität Basel hat und für bis zu 450 Millionen Franken an den Pharmakonzern Boehringer Ingelheim verkauft wurde. Damit solche Geschichten wie unsere möglich sind an einem Standort, braucht es erstmal ein grosses Investment in die Grundlagenforschung. Das ist etwas, was da sicher stattfindet. Dann braucht es eine Infrastruktur, ein Cluster, wo es Leute hat, die viel Erfahrung haben, wo es Firmen, grössere Firmen gibt, die ein Interesse haben an solchen Entwicklungen. Was schwierig ist, ist vielleicht die Brücke dazwischen, also von der Grundlagenforschung zu wechseln in eine wirtschaftliche Nutzung von Erfindung. Und ich glaube, dass man dort die Übergänge aus der Grundlagenforschung in die Wirtschaft, also eine eigene Firma zu gründen, dass man das noch ein bisschen einfacher gestalten kann. Basel hat einen der vitalsten Life Science Cluster weltweit. Das ist dem geschuldet, dass hier wirklich Spitzengrundlagenforschung passiert an den Universitäten und den Instituten und gleichzeitig auch angewandte Forschung sowohl im großen Pharmabereich als auch in kleineren mittelständigen Betrieben. Und diese Kolokalisation ist natürlich etwas Spezielles für diesen Standort.
Auch der Standortleiter Basel-Kaiser-Auguste der Roche, Jörg Erismann, weiß um diesen speziellen Vorteil. Sein Unternehmen investiert selber 3 Milliarden jährlich in die Forschung in der Schweiz und speziell in Basel, ist aber gleichwohl auf die Forschung an den örtlichen Institutionen angewiesen. Für uns hier am Standort ist die Zusammenarbeit mit der universitären Hochschule sehr wichtig. Zusätzlich haben wir auch sehr viel Austausch mit Spitälern und mit anderen Akteuren im ganzen Life Science Cluster. Das ist für uns ganz ein wichtiger Erfolgsfaktor und eigentlich auch ein entscheidender Standortvorteil. Das Tolle an Basel ist, was ich das goldene Dreieck nenne. Das ist Universität, Wirtschaft und Staat. Und in der Uni, die wir die Leute ausbilden, die gehen dann in die Industrie. Und an der Uni kreieren wir auch die ganzen Grundlagen, um Medikamente zu entwickeln später, um die Sachen anzuwenden. Und dann die Industrie kreiert Produkte, zahlt Löhne und das führt natürlich dann zu Steuern und die Steuern gehen dann an den Staat und der Staat geht das dann wieder teilweise an die Universität. Ein fast schon perfekter Kreislauf also, der sich immer aufs Neue selber nährt. Thorsten Schwede mahnt allerdings zur Vorsicht. Die Life-Science-Branche ist weltweit in einem Umbruch begriffen. Wir sehen viele neue Technologien aufkommen, zum einen im Bereich der Molekularbiologie, auf der anderen Seite im Bereich künstliche Intelligenz. Und gleichzeitig steigt der globale Wettbewerb in diesem Bereich. Das heißt, wir dürfen uns auf keinen Fall auf dem Erreichten ausruhen, sondern wir müssen uns weiterhin in die Zukunft entwickeln und mit modernsten Technologien die Forschung vorantreiben. Damit wir an dem Forschungsstandort Basel so weiter erfolgreich forschen können, braucht es finanzielle Sicherheit. Aber zum anderen ist es sicher auch so, dass die Politik, auch die grossen Firmen, dass man wertschätzen tut, was auch die Institute hier zu Basel, also das Life Science Cluster, beiträgt. Auch Martin Dettwiler, Direktor der Handelskammer Beider Basel, sieht den Erfolg des Forschungsstandortes Basel nicht einfach als gegeben an. Unser Life Science Cluster ist weltweit einzigartig. Dazu müssen wir alle, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Sorge tragen und Ressourcen zur Verfügung stellen, damit wir auch in Zukunft erfolgreich sind. Wenn ich mir einen Wunsch herausnehmen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass wir den Akademikern, die innerhalb der Universität der Grundlagenforschung eine Erfindung machen, dass man denen mit finanziellen Mitteln und mit der Starthilfe mehr zur Seite steht, dass es eine kleinere Hürde ist, persönlich gesehen, sich auf den Weg zu begeben, weil es mich extrem freuen würde, wenn mehr junge Firmen sich in dieser Region auf den Weg machen würden. Ich wünsche mir, dass die jetzige Generation und die zukünftige Generation das erlebt, was ich vor 30, 40 Jahren in Basel erlebt habe. Dass man wirklich an einem Ort ist, wo Life Science super ist, spannend ist, international ist und dass wir wirklich immer wieder in Zukunft investieren und das wirklich so toll erhalten, wie es jetzt ist und sogar noch besser machen.